Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Mommy Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Ich bin die Sarah und heute nähen wir gemeinsam ein Wendetier. Die magische 100.000 Abonnenten-Marke und damit ein silberner Play-Button erscheinen aktuell für diesen meinen Mommy Made-Kanal nicht mehr komplett unerreichbar. Ihr könnt mir helfen, dieses Ziel zu erreichen, indem ihr hier unten auf Abonnieren klickt. Herzlichen Dank an der Stelle, wenn ihr das tut. Solltet ihr außerdem informiert werden wollen, wenn ich neue Videos auf diesem Kanal hochlade, dann müsstet ihr zusätzlich das kleine Glöckchen aktivieren, denn nur damit informiert euch YouTube, wie gesagt, über neue Uploads auf meinem Kanal. Diejenigen unter euch, die schon länger hier sind, wissen, dass das Nähen von Stofftieren eine meiner Passionen ist. So gibt es im Mommy Made Shop bereits das ein oder andere Schnittmuster für Tiere und es gab auch schon das allererste Wendetier, nämlich das Wendekükenei zu Ostern. Das verlinke ich euch noch einmal hier oben. Aktuell sind diese Wendetiere schwer im Kommen, vor allen Dingen unter den Namen Mood Plushies oder Stimmungstier, weil sie in der Regel ein glückliches und eben ein wütendes oder trauriges Gesicht haben. Brandneu im Mommy Made Shop findet ihr jetzt verschiedene Schnittmuster für Wendetiere, unter anderem eine Katze, ein Einhorn, einen Axolotl und einen Hasen, der sich möglicherweise ja auch jetzt zu Ostern anbietet. Heute zeige ich euch anhand der Katze, wie ihr mit meinem Schnittmuster ein solches Wendetier näht. Und in diesem Video geht es zusätzlich um die Teile, die ihr noch für ein Axolotl-Wendetier anfertigen müsst. Das Schnittmuster verlinke ich euch in der Infobox unter diesem Video. Viel Spaß! Für euer Wendetier braucht ihr ca. 20 cm Vlies oder Plüsch für das Außentier und dann jeweils auch für das Innentier. Das kann entweder in der gleichen oder in einer anderen Farbe sein. Nähgarn in passenden Farben, eine Handnähnadel, ca. 60 bis 100 Gramm Füllwatte, je nachdem wie dick euer Tier werden soll und wie die Füllwatte beschaffen ist. Und dann fürs Gesicht wahlweise Textilstifte, Stickgarn zum Aufsticken des Gesichts, Textilkleber, Filzreste und Wackelaugen oder alternativ eben euren Plotter. Für euren Axolotl braucht ihr in jedem Falle noch zusätzlich Filz für die Kiemen und zwar ca. 15 x 40 cm, sowohl für das Außen- als auch für das Innentier. Übertragt alle Schnittmusterteile auf euren Stoff. Beachtet dabei, dass das Schnittmuster keine Nahtzugaben beinhaltet, ihr diese also beim Zuschnitt ringsherum in der Breite, die ihr zum Nähen braucht, hinzufügen müsst. Übertragt auch eventuelle Schnittmarken oder Abnäher auf die Rückseite eures Stoffes. Das könnt ihr je nach Stoff sehr gut mit Trickmarker tun, mit Bleistift oder Kreide. Solltet ihr euch für sehr hochfloriges, zotteliges Material, das leicht ausfranst, entschieden haben, solltet ihr auf den Rändern der Teile am Anfang auf der Rückseite ein Nahtband aufbringen und die Ränder versäubern. Bei Vlies, Filz oder nicht besonders ausfransenden Plüschstoffen ist das nicht notwendig. Als erstes nehme ich mir das Gesicht des Wendetiers vor und versehe es mit einem Gesicht. Euer Gesicht könnt ihr wahlweise aufplotten, aufsticken, von Hand aufsticken oder so wie ich das hier heute mache, um Zeit zu sparen, einfach aufmalen. Falls ihr ein Gesicht aufsticken oder Elemente aufkleben möchtet, könnt ihr euch das auch bis zum Schluss aufheben. Legt das fertige Gesicht eures Außentieres einmal mit dem Gesicht nach unten. Auf der Rückseite habt ihr diese Dreiecke aufgezeichnet. Das sind Abnäher und auch das Dreieck hier oben ist ein Abnäher und um den kümmern wir uns jetzt als erstes. Dafür falte ich mir das Gesichtsteil so zusammen, dass die Schnittkanten hier aufeinander liegen. Und zwar rechts auf rechts, das heißt, das Gesicht liegt innen. Und dann nähe ich einmal an der Nähmaschine an dieser Kante, die ich hier eingezeichnet habe, von diesem Dreieck entlang. Ich fange am äußeren Rand an, nähe einmal bis hier an die Falz, einen Stich vorsichtig über die Falz hinaus und dann wieder zurück. Auf die gleiche Art und Weise mache ich das dann mit den anderen Abnähern. Das heißt, ihr habt hier drüben dieses Dreieck. Das halte ich mir so fest, dass ich mit meinen Fingern die Eckpunkte der Dreiecke markiere und lege die dann Markierung auf Markierung. Ihr könnt dafür natürlich auch eine Stecknadel nehmen, hier in den einen Eckpunkt rein, da aus dem anderen Eckpunkt raus und dann so zusammenfalten, dass der Stoff rechts auf rechts liegt und ihr in Verlängerung der Falz hier die Spitze des Dreiecks habt. Und dann nähe ich auch hier vom Rand kommend einmal die Linie entlang,
einen Stich über die Falz hinaus und wieder zurück. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. So sieht das dann jetzt auf der Rückseite aus und da könnt ihr jetzt überall an diesen Dreiecken vorsichtig die Nahtzugabe zurückschneiden. Von vorne könnt ihr jetzt sehen, dass euer eben noch flaches Gesicht jetzt schon an Form gewonnen hat und das legen wir uns jetzt für später beiseite. Für den Körper eures Wendetiers habt ihr 2 solche gegengleiche Teile aufgezeichnet. Da werdet ihr feststellen, dass ihr eine steiler zulaufende und eine rundlichere Seite habt. An der rundlicheren Seite, das ist unsere Rückennaht, findet ihr auch Markierungen für eine Wendeöffnung. Bei einem der beiden Tiere, die ihr jetzt näht, ich nähe jetzt hier ja das Außentier, müsst ihr auf jeden Fall diese Strecke offen lassen, um unser Tier später wenden und stopfen zu können. Das heißt, ich lege mir die beiden gegengleichen Teile für mein Außentier aufeinander und nähe jetzt eben besagte rundliche Rückennaht. Bei einem der beiden Tiere müsst ihr, wie gesagt, diese Wendeöffnung offen lassen. Bei dem anderen könnt ihr die Strecke einfach durchnähen. Sieht dann so aus, wie gesagt, bei einem der Tiere mit einer Wendeöffnung an dieser Stelle. Unser Axolotl hat keine Ohren, sondern er hat diese Kiemen, die so aussehen, wenn wir damit fertig sind. Dafür schneidet ihr bitte anhand des Schnittmusters 4 Teile aus, jeweils 2 gegengleiche. Und zwar, und das ist an dieser Stelle ganz wichtig, ringsherum ohne zusätzliche Nahtzugabe. Aber hier unten brauchen wir eine Nahtzugabe, denn das ist der Teil, der hinterher im Tier verschwindet. Oder wo wir das befestigen, wo wir das festnähen. Der Rest, wie gesagt, ohne Nahtzugabe und zwar aus Filz. In eurem Schnittmuster findet ihr zudem ein solches Teil. Das schneidet ihr bitte einmal, so wie ich das hier getan habe, nur ringsherum aus Papier aus. Und dieses Teil legt ihr euch jetzt so hier drauf, dass es hier unten auf den Rand eures anderen Schnittmusters trifft, also da, wo die Nahtzugabe anfängt. Und malt euch die Umrandungen hier auf. Das ist die Stelle, an der wir das Ganze gleich absteppen werden. Malt das mit etwas auf, was auf jeden Fall hinterher weggeht. Also entweder Kreide oder ihr müsstet das auf einem zusätzlichen Stück Filz ausprobieren. Manchmal funktioniert auch Bleistift ganz gut. Probiert aber vorher, ob ihr das gescheit wieder wegradiert bekommt. Trickmarker, was auch immer. In jedem Falle malt ihr euch diese Linie hier drauf. Einmal in die Richtung und einmal folglich gegengleich auf die andere Seite. Und dann geht ihr damit unter die Nähmaschine. Das sind, wie gesagt, 2 gegengleiche Teile, die ihr aufeinander feststeppt. Und steppt einfach mit einem einfachen Geradestich einmal an dieser Linie entlang. Unten bleibt offen. Wenn ihr das getan habt, sieht das Ganze so aus. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch das, was hier außen ist, einschneiden, sodass es hinterher so aussieht. Im Grunde schneide ich am Rand immer kleine Dreiecke aus. Ihr könnt da ein bisschen variieren, aber im Grunde ist es nur das. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. So sieht das Ganze dann aus. Das macht ihr dann noch mit der anderen Seite und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, das hier noch ein bisschen plastischer wirken lassen, indem ihr hier zwischen die beiden Lagen ein bisschen Füllwatte stopft. Das hier ausformt und dann bekommt das ein bisschen mehr 3D-Optik. Bam, 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 badam, bam. Die fertigen Kiemen werden jetzt am Gesicht befestigt. Und zwar lege ich mir die so hin, wie sie später aussehen sollen, klappe sie dann nach innen, also rechts auf rechts, und platziere sie so, dass die Mitte meiner Kiemen genau hier auf den Abnäher trifft. Da stecke ich mir das fest. Auf der anderen Seite genauso, die Mitte hier oben auf den Abnäher. Und jetzt gehe ich damit unter die Nähmaschine und nähe ganz, ganz knappkantig auf der Nahtzugabe hier diese Teile aneinander fest. Das muss ich nicht tun, das ist einfach nur, damit die weitere Verarbeitung leichter fällt. Unseren Tierchen fehlen jetzt noch die Pfötchen und der Schwanz. Bei den Pfötchen könnt ihr euch jetzt noch entscheiden, ob ihr gerne möchtet, dass die ähnlich wie das Tier selbst auf der einen Seite die Farbe des Außentieres und auf der anderen Seite die Farbe des Innentieres haben. In dem Fall hättet ihr 4 weiße und 4 rosane Teile. Ich habe beschlossen, dass die Pfötchen von beiden Seiten weiß sein sollen, also auch auf der rosa Katze. Das heißt, ich habe hier 8 Füßchenteile,
die ich jeweils gegengleich aufeinander lege, rechts auf rechts, und näht dann einmal überall die Rundung entlang. Die so zusammengenähten Teile könnt ihr jetzt auf rechts wenden und ausformen. So, und jetzt bringen wir diese Teile an unseren Tierteilen an. Am Vorderteil befestige ich 2 Teile. Wo die genau hinkommen, dazu gibt es Passmarken im Schnittmuster, die ihr vermutlich auf die Stoffrückseite übertragen habt. An diese Stellen haltet ihr euch und legt die Füßchen an dieser Stelle rechts auf rechts mit der Öffnung der Füßchen nach unten und dem Füßchen selbst zum Gesicht zeigend auf euer Gesicht, also das eurer Katze. Wenn ihr euch für zweifarbige Füßchen entschieden habt, ist es an der Stelle wichtig, dass ihr rechts auf rechts hier die gleichen Farben aufeinander liegen habt. Also hier weiß und dann wäre hier die Rückseite rosa. Ich habe mich ja, wie gesagt, für unifarbene Pfötchen entschieden. Das könnt ihr wie auch schon die Ohren wahlweise knappkantig auf der Nahtzugabe entlang feststeppen, damit das für die weitere Verarbeitung einfacher wird. Auf der Körperrückseite habt ihr ebenfalls Passmarken für die Pfötchen auf der Rückseite, wo die hin müssen, und nähe knappkantig alles zusammen. So sehen unsere beiden Teile jetzt aus und die können wir jetzt miteinander verbinden. Dafür legen wir sie wie immer rechts auf rechts aufeinander. Ich gucke, dass hier die Mittelnaht auf die Mittelnaht trifft und stecke hier jeweils die Außenränder aneinander fest. Dabei werden hier oben die Öhrchen eingeklemmt. Die nähen wir gleich mit ein. Und jetzt verbinde ich alle diese Teile, indem ich einmal hier außen herum alles zusammennähe. Und zack, ist euer Außentier fertig. Mit Füßchen. Und auf die gleiche Art und Weise, ohne Füßchen und Schwanz, näht ihr jetzt noch euer Innentier. Und dann müssen wir die beiden nur noch verbinden. Guckt, dass ihr bei dem Innentier auf jeden Fall hinten die Wendeöffnung offen gelassen habt. Solltet ihr es vergessen haben, jetzt nochmal schnell auftrennen, denn die brauchen wir für den nächsten Schritt ganz, ganz dringend. So, um die beiden Teile jetzt zu verbinden, legen wir die Gesichter Nase auf Nase von außen hier so aneinander, dass der Abnäher auf den Abnäher trifft. Da stecke ich das fest. Und dann stülpe ich das Innentier mit der Öffnung quasi einmal um das Außentier herum. Im Resultat liegen die beiden Teile also rechts auf rechts. Hier hinten, wo an dem Außentier das Schwänzchen ist, stecke ich die rückwärtige Naht des Innentiers fest auf der Mitte des Schwänzchens. Und dann stecke ich diese ganze obere Kante rechts auf rechts aneinander fest. Orientiert euch an den Nähten, steckt die immer aufeinander rechts auf rechts und guckt, dass ihr alle Füßchen und Schwänzchen zwischen den beiden Stofflagen habt. Bam, 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 badam, bam. Wenn die Lagen ringsherum aneinander befestigt sind, könnt ihr damit unter die Nähmaschine gehen und näht einmal komplett um die komplette Rundung alles zusammen. An der Stelle nochmal der Hinweis, dass es dann extrem wichtig ist, dass ihr in eurem Innentier oder in einem der Tiere auf jeden Fall hinten an der Rückennaht eine Wendeöffnung lasst. Sonst kommt ihr ab dem Punkt, wo ihr das hier komplett zusammengenäht habt, nicht weiter. Bam, 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 badam, bam. So sieht das Ganze jetzt fertig zusammengenäht aus und jetzt könnt ihr euch eure Wendeöffnung vornehmen und euer Tier über selbige wenden. So, dann sieht das erstmal so aus. Und dann könnt ihr problemlos auch eines in das andere stecken. Und dann sehen wir schon, worauf das, wenn es fertig ist, hinausläuft. Jetzt sind wir quasi auf der Zielgeraden, aber noch nicht ganz am Ziel. Damit hinterher, wenn wir das Wendetier gestopft haben und die Wendeöffnung geschlossen haben, eben nicht mehr das hier passiert, müssen wir hier die beiden Scheitelpunkte miteinander verbinden. Dafür lege ich mir die so auseinander, greife hier einmal an den Scheitelpunkt und da einmal an den Scheitelpunkt und drehe mir den nach außen. Achtet darauf, dass das wirklich gerade liegt, damit ihr euer Tier nicht irgendwie verdreht, und biegt da den Scheitelpunkt zur Wendeöffnung hinaus. So.
Und diese beiden Scheitelpunkte, die verbinden wir jetzt miteinander. Mit Nadel und Faden einfach hier die Nahtzugaben mit ein paar Stichen miteinander verbinden. Und wenn ihr das getan habt, könnt ihr das zurückstecken und dann hängen die, wie gesagt, aneinander mit dem Resultat, dass sie sich einfach nicht mehr auseinanderfalten können, sondern immer eins ins andere übergeht. So, und jetzt könnt ihr das Tier entweder so lassen und einfach die Wendeöffnung schließen oder das Ganze, damit es ein bisschen stofftiermäßiger wird, noch mit Füllwatte stopfen. Die sammelt sich dann immer erstmal hinten an der Wendeöffnung, da wo ihr das Zeug reinstopft, also im Hinterteil des Tiers. Guckt, dass ihr das auch regelmäßig nach vorne hinters Gesicht eures Tieres buxiert. Bevor ihr dann die Nahtzugaben an der Wendeöffnung nach innen klappt und das Ganze mit Nadel und Faden und dem Matratzenstich wieder geht, zeige ich euch in diesem Video, zusammennäht. Fertig ist euer gut oder eben auch schlecht gelaunter Axolotl, eure Katze, euer Einhorn oder auch euer Osterhase. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Freude mit eurem Wendetier. Solltet ihr eures auf Social Media posten, auf Facebook oder auf Instagram, verlinkt mich sehr, sehr gerne, damit ich eure Werke sehen kann. Sollte euch dieses Video gefallen haben, freue ich mich sehr, wenn ihr dem Video hier unten einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert an dieser Stelle sehr, sehr gerne auch den Kanal. Das hilft mir sehr weiter bei meinem Ziel, einen silbernen YouTube-Play-Button zu bekommen. Und wenn ihr außerdem nichts verpassen möchtet, was hier auf dem Kanal passiert, dann solltet ihr das kleine Glöckchen aktivieren, denn dann informiert euch YouTube über neue Uploads. Ich freue mich in jedem Falle, wenn ihr hier bald wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Money